Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute nicht einfach nur Säbelsägen auf dem Tisch, sondern wir haben 17 Säbelsägen hier auf dem Tisch. Das ist mit Abstand der größte Test, den wir jemals gemacht haben. Und ich werde versuchen, ihn für euch so kompakt wie es irgendwie geht zu machen, denn wir kriegen heute raus, welche Säge ist die schnellste und damit die beste. Wer wird gewinnen? Das möchte ich unbedingt wissen. Und als Zuckerli gibt es noch einen oben drauf. Wir werden testen, ob diese riesige Säge, der Katana Boy 500, sogar noch schneller ist als die beste Säbelsäge. Übrigens, heute werden wir natürlich wie immer auch etwas verlosen. Was kannst du gewinnen? Nichts einfaches als das Werkzeug. Du willst wissen, welches Werkzeug wir aktuell verlosen? Dann schau bei uns auf die Seite, denn dort kannst du sogar aus einem Pool von Werkzeug dir deinen Verlosungsgewinn aussuchen. Und denk übrigens dran, wie kannst du teilnehmen? Ganz einfach, kommentiere unter diesem Video oder unter diversen anderen Videos einfach deine Meinung, dein Feedback oder diskutiere mit den anderen. Und schon bist du dabei. Wenn du übrigens bei 18 Videos kommentierst, dann bist du auch 18 Mal im Lostopf. Also je mehr Videos du schaust und kommentierst, umso besser ist deine Chance. Ob du gewonnen hast, gar kein Problem. Schau auch auf die Website, die wir unten auch verlinkt haben. Dort kannst du einmal die Woche vorbeigucken, mal sehen, hast du gewonnen oder eben nicht und deinen Gewinn abholen. Normalerweise würde ich jetzt hier stehen und euch genau sagen, welche Geräte haben wir, was kosten die Geräte, würde das nach Preis sortieren, würde jedes einzelne Gerät nehmen, würde sagen, guck mal, dieser Schalter ist für irgendwas da und würde dann das Ganze erstmal durchrattern und dann würden wir zu einem Test kommen. All das machen wir heute gar nicht, sondern wir werden gleich testen, weil darum geht es doch ehrlicherweise auch. Am Ende ist es doch auch erstmal wurscht, ob hier ein Schalter mehr oder weniger ist, denn wir werden jetzt auf das eingehen, was eigentlich am wichtigsten ist, nämlich die Geschwindigkeit und das Testergebnis. Und deswegen werde ich gleich den Test machen. Wie mache ich das? Und zwar ist es so, dass wir eine Baubohle haben und bei der Baubohle ist es so, dass ich das Sägeblatt nehme, setze es oben auf, habe ein definiertes Gewicht, was unten dran hängt, nämlich genau 5 Kilo und dann lasse ich die Säge einfach das eigene Gewicht oder durchs eigene Gewicht dann durchgleiten. Ja, ich werde nichts weiter machen, außer sie nur halten, dass sie nicht runterfällt und dann durchgleiten lassen. Der Beste wird gewinnen. Das ist heute das Ziel. Wir werden gleich alle Geräte hier runternehmen und dann anfangen, wild hier welche Geräte zu nehmen und dann werdet ihr die entsprechende Rangliste auch immer hier irgendwo hinter mir eingeblendet bekommen. Natürlich werde ich Folgendes machen. Ich werde den Test für euch kommentieren, kurz sagen, was ist denn jetzt so besonders gewesen oder wie hat sich die Säge angefühlt beim Schnitt und wir werden auch auf ein paar Highlights der Geräte eingehen und vor allem natürlich bei den Gewinnern, den Top 3 oder 5, die werden wir uns noch mal etwas genauer anschauen. Möchtest du alle technischen Daten davon haben? Gar kein Problem. Auf gotools.de findest du den großen Vergleich mit jedem einzelnen technischen Detail und da kannst du dir genau anschauen, das, was du noch wissen möchtest. Und wenn wir dann die besten Geräte gekürt haben, wenn wir die besten Liste haben, was machen wir dann? Dann nehmen wir das größte Taschenmesser der Welt, unseren großen Katana Boy und dann ist der Andreas, der hinter der Kamera noch ist, nämlich dran und zwar möchte ich sehen, wird er schneller sein mit dem hier als ich mit all diesen Säbelsägen? Nee, das sehen wir am Ende. Bei Parkside war es so, beim Ansetzen schon schwierig. Sie wollte eigentlich gar nicht loslegen und danach hast du das Gefühl gehabt, sie quält sich irgendwie so durchs Material. Wir haben auch zweimal zwischendurch einen Stopp gehabt. Das war irgendwie so meh. Am Ende war ich zwar durch, aber das Ergebnis von über 17 Sekunden war wirklich nicht gut. Übrigens haben wir eben Folgendes gemacht. Jedes Mal, wenn das Gerät gestoppt hat, haben wir auch unsere Messung gestoppt. Wir messen ja händisch, das heißt Start, Stopp. Hier haben wir aber das Ganze abgezogen, sonst wäre das Ergebnis nochmal deutlich schlechter geworden. Hier haben wir schon eine ganz andere Hausnummer. Mit 5,44 Sekunden sind wir richtig schnell gewesen. Kleiner, kompakter, irre schnell und fast keine Vibration. Das Ding war richtig krass. Die Makita war wirklich gut, aber hatte relativ viele Vibrationen, aber eine sehr gute Zeit. Metabo Platz 2 aktuell, super geniales Sägeergebnis, hat richtig Spaß gemacht und das ist nur der kleine Bruder. Mal gucken, was der Große kann. Irre, wie schnell das Gerät durch das Holz so quasi durchrasiert. 3,7 Sekunden nur für das hier, das ist ja Lichtgeschwindigkeit gefühlt. Vom Gefühl her war das eigentlich ganz okay. Nach unten kam aber immer und immer mehr Vibration und mit 9,6 Sekunden für ein 36 Volt Gerät eigentlich eher ernüchternd. Normaler Schnitt, normale Vibration, nichts Besonderes, 6,3 Sekunden. Schon beim Auflegen habe ich gemerkt, das Ding kann was. Und mit 3,8 Sekunden, Platz 2 aktuell, ein absolutes Monster. Man kann über die Säge eigentlich wenig sagen, außer dass wir ein teuflisches Ergebnis hatten mit 6,66 Sekunden.
Wir hatten hier bei der Säge etwas mehr Vibration als bei den anderen, was vielleicht zum Ergebnis von nur 7 Sekunden geführt hat. Bei dem Gerät hier hatte ich das Gefühl, beim Ansetzen war es wirklich stark, in der Mitte war es etwas schwächer, nach unten wurde es wieder stärker. Das ist natürlich eine Gefühlssache, aber mit 7,4 Sekunden war es auch wirklich nicht das schnellste Gerät. Bei dem Gerät hatte ich das Gefühl, ich kann es super gut ansetzen, weil das hier sehr schön beweglich war. Dadurch hatte ich ein extrem gutes Handling und das Ergebnis spricht für sich. Du hebst das Gerät hoch und hast das Gefühl, oh, das kann man sehr leicht handeln. Ja, kann man auch, aber man merkt wirklich, die Kraft reicht nicht aus. Zwischendurch hat es einmal gestoppt, durchgezogen, aber mit fast 10 Sekunden eines der langsamsten Geräte. Eines der schwersten Geräte hier im Test und interessanterweise war die Laufruhe gar nicht so gut. Man konnte es gut handeln, aber er wollte auch gehandelt werden. Mit 5,6 Sekunden zumindest im Mittelfeld. Normales Ansetzen, normales Ergebnis, normale Vibration, eigentlich wie bei vielen anderen Geräten, 6,4 Sekunden natürlich nicht das beste Ergebnis. Was bei dem Gerät auffällt ist, je mehr man gegen das Material drückt, umso weniger Vibration hat. Das ist bei den anderen etwas weniger ausgeprägt, aber ein solides Ergebnis. Aber jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn jetzt nehmen wir unseren großen Katana Boy. Ich bin echt gespannt, welches Ergebnis Andreas mit dem erzielt. Oh, das war ein Test. Sowohl für mich, diese ganzen Geräte hier, ich bin jetzt auch ein bisschen fertig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, der Andreas pumpt noch mehr. Denn diese 3 Mal hier das durchziehen, wir haben ja alle 3 Tests gezeigt und auch vor allem gezeigt, wie er sich runtergearbeitet hat von fast 8 Sekunden zu unter 6 Sekunden. Also mit ein bisschen Übung wird man auch wirklich schneller. Ich glaube, er hätte sogar noch die 5,5 hinbekommen, dann wäre er noch weiter nach vorne gekommen. Aber sei es drum. Ein absolut respektables Ergebnis hier. Und wirklich im Mittelfeld dabei zu sein, ist schon echt krass. Schreibt ihr mal gerne unten und in die Kommentare, was denkt ihr, was hättet ihr hinbekommen? Ich glaube, ich wäre langsamer gewesen. Lasst uns doch mal über ein paar Besonderheiten, lasst uns mal zuerst über den Test sprechen. Wir haben hier 5 Kilo immer dran gehangen, immer exakt dasselbe Gewicht. Falls es beim ein oder anderen Gerät so aussah, als wenn ich hier unten schon so ein bisschen unterstützt habe, das habe ich nicht. Nur bei manchen hast du das Gefühl gehabt, oh, jetzt gleich fällt er runter, aber dann braucht er doch noch mal eine halbe Sekunde. Meine Hand war aber nie da, dass ich das Gerät aufgehalten habe. Nächstes Thema, welches Blatt haben wir genommen? Genau dieses hier, ein Expert-Blatt von Bosch. Warum haben wir das genommen? Davon hatten wir aber noch ganz viele liegen von einem anderen Test. Und wir haben auch wirklich bei jeder Säge exakt dasselbe Blatt genommen. Und wenn du jetzt sagst, nee, es ist ja so, dass die letzten Sägen sind benachteiligt zu den ersten Sägen. Nein, das Blatt hat schon davor bestimmt 40, 50 Schnitte drauf gehabt, aber es ist immer noch durch diese Carbide-Zähne, man merkt das richtig, immer noch extrem scharf. Und wenn ich jetzt ein bisschen übertreiben will, jetzt ist es wirklich hier. Das habe ich mich wirklich fast geschnitten. Mann, also passt bitte auf, was ihr mit diesen Blättern macht. Lass uns mal allgemein über die Geräte sprechen. Viele haben gewisse Besonderheiten. Das Besonderste hat hier unser Einhellgerät. Du drückst auf den Knopf, kannst es zur Seite tun, kannst du so sägen oder drückst es so auf den Knopf und kannst dann entsprechend so nach unten sägen. Braucht man das? Weiß ich nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bräuchte es persönlich nicht, aber es ist zumindest dran. Es gibt noch viele andere Besonderheiten hier. Einen Haken, den wir hier haben. Manche haben keinen Pendelhub, manche haben Pendelhub. Bei manchen kannst du die Geschwindigkeit sehr fein justieren, wie jetzt hier zum Beispiel beim Flex. Da kannst du es ganz genau justieren hier. Bei anderen Geräten kannst du einfach wie bei Makita, bei dem war es, hier konntest du es fein justieren, aber bei dem zum Beispiel sagst du einfach Gang 1, Gang 2. Gibt es diverse Dinge, zum Beispiel einige haben auch hier wie bei Festool so eine Art, ich sage jetzt mal Schnappverschluss. Da kannst du einfach das Blatt rein tun, machst so Klick und dann ist es drin. Dann kannst du es hier auch entsprechend auswerfen. Ist eigentlich auch eine sehr coole Sache. Wenn du alle Dinge nochmal im Überblick haben möchtest, schau dir bitte unseren großen Werkzeugvergleich an. Hier oben verlinkt und auch eine Videobeschreibung verlinkt. Da denkt da nochmal der ehrliche Preisvergleich. Alle Geräte auch unten nochmal verlinkt. Je nachdem, welchen du am liebsten hast, unten einfach nochmal draufklicken. Oder im Werkzeugvergleich kannst du übrigens auch nochmal anklicken, welcher dein Liebling ist. Das würde ich dir auch wirklich raten. Das würde mich auch super interessieren, welcher euer absoluter Liebling ist. Und kommen wir zu meinem Liebling.
Ganz klar ist natürlich die schnellsten, ja. Und wir haben ja hier zwei Geräte, die eigentlich alle deplatzieren. Wir haben einmal hier das Gerät von Metabo und 18 Volt und wir haben hier das 40 Volt Gerät von Makita. Und wenn wir jetzt sehen, wir sind hier bei 3,8 bzw. 3,7 Sekunden, wirklich deutlich schneller als das nächste hier von Milwaukee. Und man merkt bei den beiden Geräten auch, die ziehen einfach durch. Sie haben nochmal weniger Vibration, sie haben nochmal ein besseres Handling, sie sind nochmal besser in allem, in vielen kleinen Details. Und ich muss sagen, die beiden haben den ersten Platz auch wirklich verdient. Wenn man jetzt ehrlich ist übrigens und jetzt hier mal weiterschaut, hier sind wir dann eine Sekunde langsamer, aber hier sagen wir rund 5 Sekunden bis rund 6 Sekunden sind wir ja dann hier, ja, also irgendwo zwischen dem Katana Boy und dem, und das ist ja alles innerhalb einer Sekunde, was du beim normalen Arbeiten wahrscheinlich kaum merkst. Das heißt, die Geräte hier sind doch relativ gleichwertig, wo es dann hier dann doch langsam immer langsamer wird und dann hier 7 Sekunden, 7,4, 9 Sekunden, 10 Sekunden, 17 Sekunden. Dementsprechend musst du wirklich überlegen, die hinteren Geräte hier, ob die dann wirklich langsam zu langsam sind, weil ganz ehrlich, ob du jetzt hier mit 4 Sekunden, 5 Sekunden oder vielleicht 6 Sekunden sowas durchsägst, mag mir persönlich gar nicht so wichtig sein, aber das Handling, wie bei den Geräten, ist mir wichtig. Deswegen würde ich mich für eins der beiden entscheiden. Und da kommen wir auch gleich zu unserem Preis-Leistungssieger. Und der ist, wie zu erwarten, nicht dieses Gerät, sondern der hier. Der schlechteste ist eigentlich der Preis-Leistungssieger, denn wir haben hier ein Gerät für 80 € und da bekommst du das Gerät, einen Lader und einen Akku. Also wenn du einfach nur mal ab und zu mal mit dem Gerät arbeiten möchtest, ist das völlig okay. Kannst du es nutzen, hast du mit Spaß, funktioniert trotzdem. Klar, er hat nicht so viel Power und so weiter, aber es geht. Ja, und für den Preis Wahnsinn. Wenn du sagst, richtig Qualität, Preis-Leistung, dann ist es die Makita. Warum? Das Gerät hier kostet 230 € und ist immerhin im Grunde, die beiden teilen sich das um 0,05 Sekunden und 0,07 Sekunden liegen von den beiden auseinander. Das ist Messtoleranz. Ja? Das heißt, die beiden sind gleich schnell. Der hier kostet 230 €. Die hier kostet, Metabo kostet über 300 €. Ich glaube 310, 320 €. Also insofern, das hier unser zweiter Preis-Leistungssieger. Und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Denkt dran an das Gewinnspiel. Vielleicht ist ja eine der Segen auch bei uns im Gewinnpool. Kann ja gerade sein. Schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei. Ihr schreibt die Kommentare und stimmt mal ab, wer euer Liebling ist. Und solange ran an die Säge und bis zum nächsten Mal.